Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zum 5. Teil der Videoreihe zum Einstieg in den historischen Motorradrennsport. In diesem Teil soll es um die Vorbereitung auf eine Rennveranstaltung gehen, dass ihr dort entspannt euren Spaß haben könnt und bestenfalls am Ende auch erfolgreich seid. Also bleibt dran! In der Regel beginne ich schon 2 bis 3 Tage vor dem Anreisetag da alles vorzubereiten. Und da ist es in erster Linie natürlich erstmal wichtig, dass das Motorrad startklar ist. Ich denke, das erklärt sich von selbst, dass das Motorrad entsprechend für das Rennen vorbereitet ist und dass es sofort einsetzbar ist. Klingt selbstverständlich, ich habe es aber teilweise auch schon erlebt, dass da Leute auf Veranstaltungen ankommen, ihr Fahrerlager aufstellen, ihr Motorrad ausladen und sofort beginnen, da irgendwas zu zerlegen oder zu schrauben. Klar kann es vorkommen, dass man vielleicht an seinem Zweitakter nochmal schnell die Düsen wechselt, weil die Wetterlage anders als erwartet ist. Aber größere Arbeiten und Einstellungen sollte man natürlich im Vorfeld zu Hause erledigt haben. Dazu gehört dann natürlich auch, dass das Motorrad dem Reglement der jeweiligen Veranstaltung entspricht. Denn ihr müsst natürlich mit eurem Motorrad eine technische Abnahme passieren, wo das Motorrad von sachkundigen Leuten in Augenschein genommen wird, um dann am Ende tatsächlich die Startfreigabe zu erhalten. Denn es ist für einen selbst ungünstig, wenn dann da vor Ort eventuell Diskussionen aufkommen, weil irgendwas am Motorrad nicht dem Reglement entsprechend ausgeführt ist. Zudem ist es auch für die anderen Fahrer ungünstig, wenn sich das dann zeitlich in die Länge zieht oder wenn sich manche Leute dann natürlich ein zweites Mal in die Schlange vor der Abnahme stellen müssen, um ihr Motorrad nochmals begutachten zu lassen. Wie gesagt, das zieht dann für alle dieses Prozedere nur unnötig in die Länge. Weiterhin sollte man im Vorfeld alles an Papieren vorbereiten, was für die Veranstaltung benötigt wird. Der Haftungsverzicht ausgedruckt und unterschrieben, im besten Falle den Zeitplan. Und auch wenn ihr eine Lizenz beim DMSB habt, die für die jeweilige Veranstaltung benötigt wird, da gibt es seit diesem Jahr diese Motorsport-ID. Dennoch solltet ihr im Vorfeld prüfen, ob eure Lizenz gültig ist und ob ihr euch in das System beim DMSB einloggen könnt, um dann vor Ort eure Lizenz vorzeigen zu können, dass es auch dort nicht zu Verzögerungen kommt. Ein Augenmerk ist natürlich bei Veranstaltungen mit Zeitnahme auf den Rundenzeittransponder zu werfen. Wenn ihr wie ich einen eigenen Transponder habt, stellt sicher, dass dieser aufgeladen ist. Mit einer Ladung über Nacht hält der Akku dann ca. 4 Tage. Auch wenn ihr vor Ort einen Leittransponder holt, ist es ratsam, sich im Vorfeld schon die Halterung für den Transponder zu besorgen und diese am Motorrad festmacht, dass man dann nicht vor Ort dasteht und erst überlegen muss, wie befestige ich den Transponder am besten. Dann ist dieser vielleicht doch etwas ungünstig am Motorrad befestigt, dass der möglicherweise nicht auslöst. Also auch das sollte man im Vorfeld schon sicherstellen. Ein weiterer Punkt ist dann das Verladen eures Motorrads. Wenn ihr da noch nicht allzu viel Erfahrung habt, probiert es im Vorfeld einfach aus. Wie passt mein Motorrad am besten auf den Anhänger oder in den Transporter? Wie kann ich es am besten verzurren, dass ihr dann nicht beispielsweise am Morgen vor einer Veranstaltung zu Hause steht und das Ganze dann 5-mal erledigen müsst, bis das Motorrad dann richtig verladen ist. Auch das sollte man im Vorfeld einfach mal testen, vielleicht mit Fotos dokumentieren, wo man seine Spanngurte anbringt oder wie man das Motorrad dann eben entsprechend positioniert. Zudem sollte man probieren, ob man das Motorrad alleine verladen kann oder ob man Hilfe braucht beim Be- und Entladen, dass man sich, falls man alleine anreist, da vor Ort vielleicht jemanden ranholt, der einem dann schnell mal hilft, dass es da nicht eventuell zu Schäden an eurem Motorrad beim Be- oder Entladen kommt. Und natürlich ist es im Allgemeinen sehr nützlich, sich einfach einen Packplan zu erstellen auf einer DIN A4-Seite. Einmal einen Plan, was ihr persönlich benötigt für einen oder für mehrere Tage und dann natürlich, was euer Motorrad benötigt. Klingt banal, ist aber dennoch ärgerlich, wenn man mehrere 100 Kilometer angereist ist, um dann festzustellen, dass man beispielsweise seine Motorradstiefel vergessen hat. Also auch hier ist es von Vorteil, sich das einmal sauber festzuhalten und für jede Veranstaltung aufs Neue durchzugehen, dass man da wirklich auf der sicheren Seite ist, auch alles eingepackt zu haben.
Möglicherweise wird man dann hin und wieder feststellen, dass man das eine oder andere doch noch mit hätte einpacken können, was man benötigt hätte oder was man bei jemand anderem sieht und für sich selbst auch als sinnvoll erachtet. Das kann man dann eben nachträglich auch noch seinem Packplan hinzufügen und das so von Veranstaltung zu Veranstaltung einfach perfektionieren. Ja, und zu guter Letzt ist es natürlich wichtig, seine Reisezeit und auch seine Ankunftszeit auf der Veranstaltung möglichst genau und möglichst großzügig vorauszuplanen, dass man auf der jeweiligen Veranstaltung zeitig eintrifft. Gerade bei teilnehmerstarken Veranstaltungen sind dann die Plätze im Fahrerlager relativ schnell belegt und man muss sich dann vielleicht noch irgendwo dazwischen drücken oder steht unheimlich weit weg vom nächsten Stromanschluss oder von der nächsten Toilette oder vom Vorstart oder wie auch immer. Also auch da ist es wichtig, mal ein Auge drauf zu werfen, dass man dann da im Fahrerlager nicht noch zusätzlich mit irgendwelchen Widrigkeiten zu kämpfen hat. Ja, soweit meine Gedanken und Erfahrungen zur entsprechenden Vorbereitung auf Rennwochenenden oder Trackdays. Ich denke, mit diesen bestimmten Anhaltspunkten kann da jeder von euch für sich selbst ein entsprechendes Konzept entwickeln, um dann eine jeweilige Veranstaltung positiv zu gestalten, ohne dass da Hektik oder Stress oder irgendwelche unvorhergesehenen Probleme aufkommen, die einen dann da möglicherweise negativ beeinflussen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr die folgenden Videos dieser Reihe oder auch unsere Veranstaltungsberichte und Werkstattvideos in Zukunft nicht verpassen wollt, organisiert euch mit einem einfachen Mausklick ein kostenloses Abo dieses Kanals und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.